Hallo Freunde der Werkstatt! Heute möchte ich euch ein richtig geiles Ladegerät vorstellen und zwar von der Firma ISDT und zwar das C4 Evo. Das kann AAA, AA Batterien laden, aber es kann auch die großen Zellen, zum Beispiel diese Lithium-Ionen 18650er oder auch die größeren 20700er und so weiter, kann das laden. Und das Coole daran ist, jeder Slot ist unabhängig und richtig geil ist, ich kann Strom einstellen und sogar noch Ladeschlussspannung. Hier passen die AA oder AAA Batterien rein, 4 Stück, oder so durch passen 2 Stück von den großen Lithium-Ionen-Zellen. Mitgeliefert wird nur so ein Kabel. Das hat auch einen USB-C-Anschluss. Also ihr könnt ein normales Handy-Ladegerät dafür verwenden. Jedoch habe ich nur ein altes, das Maximum 18 Watt kann. Und wenn ihr hier mit der vollen Power alle Batterien laden wollt, dann braucht ihr 36 Watt. Bedienungsanleitung ist natürlich auch dabei, auf Englisch und Chinesisch. Den USB-C-Anschluss finde ich noch praktisch. Ihr könnt damit auch eure Batterien im Auto laden, wenn ihr unterwegs seid. Ich habe mal hier bei meiner selbstgebauten Powerstation, die ich zum Campieren mitnehme, habe ich so einen Fast Charger montiert. Die Tests mache ich mit diesem, denn der hat mehr Power. So einen habe ich auch in meinem alten Auto eingebaut. Wenn ihr das Gerät gestartet habt, könnt ihr hier in der Mitte etwa 2 Sekunden draufdrücken, dann kommt ihr ins Menü. Lautstärke kann man einstellen, wie der Ton sein soll, Hintergrundlicht. Ich schalte es zuerst mal schnell auf Deutsch. Da habt ihr diverse Sprachen. So, fangen wir nochmals an. Lautstärke. Eben das Gepiepse könnt ihr einstellen, wenn er fertig ist, was er da machen soll. Helligkeit, auch hier Display-Thema. Kapazitätsbegrenzung könnt ihr einschalten oder nicht. Aktivierungsgebühr, das ist komisch übersetzt. Das ist eigentlich ja, so eine Aktivierung, wenn ihr zum Beispiel Zellen habt, vor allem bei den AA und AAA, die einen Memory-Effekt haben. Dann wird er hier die Batterien komplett entladen und wieder laden, um den Memory-Effekt zu zerstören, sage ich jetzt mal. Hintergrund, Screensaver, eben hier die Sprache, Systeminfo. Den könnt ihr übrigens auch am PC anschließen und die aktuelle Firmware runterladen. So, gehen wir hier mal zurück. Die AAA und AA Batterien zeige ich euch jetzt nicht, aber man kann alles dasselbe machen. Hier könnt ihr 4 Stück von denen einlegen. Wir machen das mal hier zum Beispiel mit der 18650er Lithium-Ionen-Zelle. Der würde jetzt automatisch anfangen zu laden, wenn ich jetzt da nichts mache. Cooles Display, kann man hier drücken, hat man ziemlich viele Informationen, wie auch Innenwiderstand. Und wenn ich lange drauf drücke, kann ich noch Einstellungen vornehmen. Ich kann den zum Beispiel auf automatisch, dann hier laden oder zerstören. Also entweder kann ich den laden oder dass die Zelle komplett entladen wird, bis sie kaputt ist. Ich gehe jetzt aber in diesem Modus, da kann ich die Zellen auswählen, die Chemie, die ich will. Das ist jetzt eine Lithium-Ionen. Dann kann ich laden, entladen, lagern, das ist cool. Ich kann eine Lagerspannung einstellen, zum Beispiel 3,6 oder 3,7 Volt. Dann lädt er oder entlädt er die Zelle bis zu diesem Wert, den ich hier einstelle. Schleife. Ja, das ist auch wieder geil übersetzt. Das ist wahrscheinlich Cycle. Also wenn ich jetzt da
Schleife mache, also verschiedene Cycles einstelle, kann ich hier den Strom einstellen. Von 0,1 bis 3 Ampere, ich nehme da irgendwas. So, und jetzt die Fahrräder, das ist auch geil übersetzt, das geht um Cycles. Ich kann ihm da jetzt zum Beispiel einstellen 5. Jetzt wird er 5-mal die Zelle laden und wieder entladen. Ich habe die lieber immer auf Englisch, weil es ist meistens nicht so geil übersetzt. Dann Analyse, das ist cool. Bei der Analyse wird er die Zelle laden, entladen und wieder komplett laden. Und am Schluss sehen wir, wie viel Kapazität diese Zelle noch hat. Aktivierung, wenn wir zum Beispiel eine tiefenentladene Zelle haben, die kein Ladegerät mehr akzeptiert, dann versucht er die wieder zu laden, damit die wieder erkannt wird und hier zerstören. Eben, das ist die Batterie komplett entladen bis auf 0 runter, damit man sie entsorgen kann. Ich gehe jetzt hier mal auf Laden, kann den Strom einstellen. Ich gebe jetzt der mal 1 Ampere. Und das ist cool. Die Entspannung kann ich einstellen. Ich kann von 4,1 Volt bis 4,3 Volt kann ich die Entspannung einstellen. Übrigens, wenn ich hier beim Lagern bin, also eine Lagerspannung, da kann ich da auch die Lagerspannung einstellen, wie ich will, von 3,5 bis 3,9. Finde ich recht cool, habe ich so noch nie gesehen, dass man das so einstellen kann. Also bleiben wir beim Laden. Strom habe ich eingestellt, Entspannung auch, Start. Jetzt startet er hier und das Coole ist, die Slots sind alle komplett unabhängig voneinander. Ich nehme jetzt hier eine 20700er Zelle und stelle die auch ein. Die möchte ich jetzt zum Beispiel entladen. Und zwar mit einem Strom von 1,2 Ampere. Entspannung kann ich auch sagen, zum Beispiel bei 3 Volt soll der aufhören zu entladen. Das habe ich echt noch nie gesehen, so, das ist wirklich geil. So, jetzt gehen wir auf Start. Jetzt seht ihr hier, die wird geladen und die wird entladen. Jetzt kann ich jede Zelle ins Display gehen und anschauen. Jetzt sind wir im Moment hier. Ich könnte auch zu dieser wechseln. Schauen wir zuerst diese an. Hier drauf. Da sehen wir, er entlädt die nun mit 1,2 Ampere. Wenn ich hier nochmals drücke, habe ich mehr Informationen. Ich sehe hier auch Innenwiderstand der Zelle. Übrigens mit so einem 4-Punkt-Messgerät könnt ihr den Innenwiderstand richtig messen. Wie man solche Zellen richtig misst, habe ich mal hier ein Video gemacht. Und eben für was man das Teil am meisten braucht, wird wahrscheinlich auch noch die Analyse sein. Den starten wir jetzt gleich mal. Dann den unteren machen wir dasselbe. So, jetzt wird er die Zellen einmal komplett hochladen, dann wieder entladen und wieder laden. Und am Schluss sehen wir dann im Display, wie viel Milliampere-Stunden die Zelle noch hat. Also so ein Gerät habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, das so viele Funktionen hat. Kinderleicht zu bedienen, eigentlich alles selbsterklärend. Geil finde ich die Knöpfe. Ich habe auch noch dieses Gerät hier. Das hat ein Touch. Finde ich die Knöpfe geiler. Das hier ist aber nur für Doppel-A und Triple-A. Deshalb, was ich mir wünschen würde, wäre genau dieses Gerät, aber nur für Lithium-Ionen-Zellen. Vielleicht 8 Stück, dass man 8 Stück reinpacken könnte. Das wäre geil. Ich finde das Teil wirklich richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Daumen hoch nicht vergessen. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.